Moin! Wir zeigen euch heute, wie man Microgreens anzüchtet. Zu Hause, ohne Garten, ohne grünen Daumen. Los geht's! Wir haben unsere Microgreens von der Mannheimer Indoor Farm in the Green Microgreens, die Bars und Restaurants in Mannheim mit ihren Microgreens beliefern. Wer unsere Videos schon länger verfolgt, der kann sich bestimmt noch an das kleine Interview mit Verena und Rob erinnern. Das verlinken wir euch natürlich gerne, da erfahrt ihr nämlich noch mehr von den beiden. Unter anderem haben sie jetzt auch einen kleinen Webshop, wo man sich ein cooles Anzuchtsset für zu Hause kaufen kann. Und genau das haben sie uns für unser Video kostenlos zur Verfügung gestellt, damit wir euch zeigen können, wie das Ganze genau funktioniert. In dem Set befinden sich die Samen und diese Kokosmatten. Man braucht also auch gar keine Erde zum Anpflanzen. Optional gibt es noch die kleinen Pappschalen dazu. Wer allerdings jegliche Verpackung vermeiden will, nimmt einfach das Set ohne Verpackung und zieht die Microgreens auf kleinen Tellern auf. Außerdem ist natürlich eine Anleitung erhalten, aber wir erklären euch das Ganze ja jetzt. Zuerst spült man die Kokospads unter fließendem Wasser gut aus und lässt sie über Nacht einweichen. Dann gibt es ein paar Sorten, die man für ein paar Stunden in Wasser einweicht. Das wären einmal die Erbsen für ca. 4 Stunden, und Sonnenblumen, Azuki und Weizensamen für ca. 6 Stunden. Wir weichen also am nächsten Tag unsere Sonnenblumen und unsere Erbsen ein. Dafür auch einfach kurz abspülen, um eventuelle Schimmelsporen abzuwaschen und dann in einem kleinen sauberen Glas in Wasser einweichen. Microgreens sind übrigens aromatische kleine Gemüse- und Kräuterpflanzen. Sie werden schon nach etwa 10 bis 16 Tagen geerntet. Dadurch haben sie eine deutlich höhere Vitamine- und Mineralstoffdichte als ihre großen Geschwister. Aber auch geschmacklich haben die kleinen Greenies einiges zu bieten. Nicht umsonst sind Microgreens ein fester Bestandteil der internationalen Gourmetküche. Und auch bei uns habt ihr die Microgreens schon in etlichen Videos gesehen. Nachdem die Einweichzeit der Samen jetzt um ist, können wir uns wieder den Kokospads widmen. Man spült sie jetzt einfach kurz nochmal durch und lässt sie nur leicht senkrecht abtropfen. Denn in horizontaler Lage halten sie relativ viel Wasser und dadurch trocknen eure Samen dann einfach nicht so schnell aus. Die Pads haben 2 Seiten. Die mit Naturkautschuk gummierte Schicht sollte dabei unten liegen. Und dann könnt ihr sie entweder auf einen Teller oder auf die Pappschale legen. Wir hatten hier noch ein kleines Mini-Gewächshaus mit durchsichtigem Deckel, in die Kokospads perfekt reingepasst haben. Also haben wir das genommen. Das Saatgut wird jetzt gleichmäßig auf den Matten verteilt, dabei sollte man Klümpchen vermeiden. Gar nicht so leicht bei den nassen Samen. Aber wir nehmen hier einfach den Löffel zur Hilfe. Wascht unbedingt vorher nochmal eure Hände, um unnötige Kontaminationen zu vermeiden. Eine Tüte Saatgut reicht dabei für ein Kokospad. In der Keimphase werden die Samen abgedeckt, unter hoher Luftfeuchtigkeit und stehender Luft gehalten. Hier sollten also so wenig Schimmelsporen oder Bakterien wie möglich an das Saatgut gelangen. Deshalb auch das Abwaschen des Saatguts und der Kokosmatten. Es eignen sich hier zum Beispiel auch durchsichtige Eisverpackungen oder Tupperdosen, die man bereits zu Hause hat. Durch die Abdeckung trocknen die Samen nicht so schnell aus und können 4 bis 5 Tage lang keimen. Die fertig bestückten Kokospads werden jetzt großzügig und intensiv mit Wasser besprüht. Hier verwenden wir eine kleine Sprühflasche. Die Sorten sind alle sogenannte Lichtkeimer, das heißt, sie brauchen zusätzlich zu den üblichen Keimbedingungen, also Wasser, Wärme und Sauerstoff, auch noch Licht. Also stellen wir sie auf unseren Esstisch, der an einem Fenster steht. Die Microgreens am ersten Tag morgens und abends einsprühen. An den Folgetagen reicht je nach Zimmertemperatur einmal täglich morgens. Wichtig, die Samen sollten immer feucht sein und dürfen in der Keimphase nie austrocknen, da sonst der Keimprozess abgebrochen wird und da hilft leider auch nachträgliches Sprühen und Gießen nichts mehr. Das machen wir also jetzt jeden Tag und schauen mal, wann und wo sich zuerst was tut. An Tag 3 nach Einweichen der Kokospads tut sich hier schon bei allen etwas, wie man erkennt. Bei dem Senf und der Erbse geht es schon voll ab und der Radis und die Sonnenblume sind noch etwas verhalten. Man sieht aber schon vereinzelt etwas keimen. An Tag 4 sieht man bei allen Sorten schon einen deutlichen Wachstumsschub und wir hegen und pflegen sie natürlich und lassen sie nicht austrocknen. Nach 3 bis 5 Tagen der Aussaat, sobald die kleinen Greenies ausgekeimt sind und auch schon 3 bis 4 cm in die Höhe gewachsen, dürfen sie an die Luft.
Sie haben jetzt ihre Wurzeln ausgebildet und können unter der Kokosmatte aus der Schale Wasser aufnehmen. Jetzt trocknen sie also nicht mehr so schnell aus, vorausgesetzt, sie werden unten immer ausreichend mit Wasser versorgt. Also Abdeckung weg und auf die Fensterbank mit ihnen. Wir haben jetzt erstmal nur unseren Senf umgesetzt und stellen ihn in der Schale auf die Fensterbank. Nach und nach kommen dann auch die 3 anderen dazu. Gib den kleinen Greenies in der Wachstumsphase mindestens einmal täglich einen guten Schluck Wasser. Vorsicht, nur die feinen Wurzeln, die durch die Kokospads gewachsen sind, benötigen Wasser. Nie von oben gießen oder gar sprühen, denn zwischen den Stängeln und unter den sich entwickelnden Blättern zirkuliert die Luft nicht so gut. Wenn es hier zu lange feucht bleibt, könnte sonst ein Schimmelpilz auf die Idee kommen zu wachsen. Das Pad sollte nicht im Wasser schwimmen, ein guter Schluck genügt. Lass aber die Microgreens nicht austrocknen. Bei Hitze und direkter Sonneneinstrahlung brauchen sie öfter und mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Ihr versteht schon. Sobald sie mindestens 2 Keimblätter ausgebildet haben, je nach Sorte dauert das so zwischen 8 bis 14 Tagen, kann man sie ernten. Dafür schneidest du einfach die Stängel etwas über der Kokosmatte ab. Das Saatgut allerdings bitte nicht essen. Jetzt haben wir hier noch einen Tipp von Rob und Verena. Schimmel oder Wurzelhärchen? Hilfe! Ist das Schimmel? Gott sei Dank handelt es sich meist nicht um Schimmel, sondern um strahlend weiße, feine Wurzelhärchen, die sich in den ersten Tagen kreisrund um die Wurzeln ausbilden. Die Wurzelhärchen könnt ihr gut von Schimmel unterscheiden, da sie immer kreisrund und sehr regelmäßig aus dem Wurzelstamm herauswachsen. Beim Besprühen sieht es so aus, als würden sich die feinen Härchen zurückziehen oder an die Wurzel anlegen, sodass sie größtenteils verschwinden. Ein Schimmelgeflecht hingegen verändert sich beim Besprühen kaum. Auch wird sich ein Schimmel normalerweise nicht über Nacht so großflächig verbreiten, sondern tritt nur punktuell auf. Tritt doch mal ein Schimmel auf. So kann man, wenn man es rechtzeitig merkt, die betroffenen Samen herauspicken, also entweder mit einer Pinzette, mit Gabeln oder ähnlichem. Meist passiert dann nichts weiter, ansonsten, wie schon gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit und stehende Luft vermeiden. Dann hat der Schimmel keine Chance. Wir sind jetzt richtig stolz auf unsere kleine Microgreens Farm und werden sie uns schmecken lassen. Schaut unbedingt mal bei Verena und Rob vorbei. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.